Freunde, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, mein Name ist Dennis, a.k.a. Fergens noch aus Hamburg immer noch. Ja, der schönste Vanilleduft, der beste Vanilleduft, der gehypteste Vanilleduft, bald, man weiß es nicht. Matière Première hat einen neuen Duft, Vanille Powder. Wow, hört sich schon geil an, ne? Der Flakon, ich fange gleich mal an, ich fange gleich sofort an. Der Flakon ist für mich persönlich immer 1A. Richtig geiler Flakon, gefällt mir richtig gut. Ist gut in der Hand oder sitzt gut in der Hand. In der Hand natürlich, sorry. Schöner Sprüher. Und ja, oben schöner Deckel auch. Und wie gesagt, das sind 100 ml. Sieht immer richtig gut aus. So, aber ist der Duft auch gut? Der Vanilleduft. Vanille ist bei mir ganz wichtig, ich mag Vanilledüfte. Viele Männer mögen Vanilledüfte. Es kommt wieder dazu, dass Männer immer denken, Frauen mögen Vanilledüfte. Nein, das ist meistens nicht so. Wenige Frauen mögen Vanille. Also gleich bevor ihr Date oder ein Date habt und immer gleich Kerze anmacht und so weiter, vorsichtig. Nicht jede Frau mag Vanille, auch wenn sie es nicht unbedingt sagt. Das ist immer so ein, ja, so ein Mann-Ding irgendwie. Aber ich will nicht abschweifen, ist dieser Vanille Powder der beste Vanilleduft dieses Jahr oder überhaupt. Ich muss gestehen, also Vanille Powder, das Wort oder der Titel passt perfekt. Also es ist ein Vanillepuder, was sich grundsätzlich komplett im Raum verteilt und auch auf der Haut. Die Sillage ist also richtig gut. Ihr nehmt ihn wahr. Richtig gut, gefällt mir. Und ihr habt wirklich so eine cremige Vanille, die aber pudrig ist. Nicht so Iris-Style-mäßig, das nicht, sondern wirklich pudrig wie eben, ja, so Vanillepuder oder Vanillezucker, ähnlich wie Puder. Ist cool gemacht. Ich muss allerdings auch was heißt Minuspunkt? Es ist nicht wirklich ein Minuspunkt in meinen Augen, aber ich muss dazu sagen, er ist für einen Matière Première, finde ich persönlich ein bisschen, aber wirklich minimal, vielleicht synthetisch, was man von dieser Brand normalerweise nicht so kennt. Aber es ist ja auch nicht so einfach mit Vanille, auch wenn das aus richtig guten Rohstoffen und so weiter gemacht worden ist. Also die arbeiten schon mit guten Sachen und überhaupt, wie sie ihre Produkte machen. Also nicht nur der Flakon, sondern auch die Inhaltsstoffe und so weiter und so fort. Aber trotzdem ist es bei Vanille, auch wenn es keine synthetische ist und so weiter, ja, es ist nicht so einfach immer, aber, oder es kommt vielleicht auch nur für meine Nase so ein bisschen rüber, was aber kein Minuspunkt in meinen Augen ist. Die Vanille hier, oder was ich an diesem Duft oder an dieser Vanille gut finde, ist einfach, dass sie anders riecht als jede andere Vanille. Ihr kennt doch diese typische hier, wie soll ich das jetzt sagen? Also eine typische Vanille, entweder Plastikvanille, synthetisch, wenn sie gut ist, aber typisch Vanille, so wie Pudding, cremiger Vanillepudding und so weiter. Das ist hier wirklich nicht. Das ist eine andere Vanille und wie schon gesagt, dieses pudrige, cremige. Und wer auf cremige Düfte steht, der wird diesen Duft lieben. So, der wird diesen Vanille Powder Duft lieben. Eine leichte Vanillecreme könnte man auch betiteln, würde ich aber jetzt nicht unterschreiben. Es ist wirklich ein pudriger Duft. Also ich habe auch schon gehört oder gelesen, Sonnencreme-Style, ja, könnte man vielleicht, sag ich mal, ein bisschen sagen, aber ich würde es nicht unterschreiben. Er geht natürlich in diese Richtung, ja, alle, die in diese Richtung gehen, die ja letztes Jahr oder im Sommer gut angekommen sind, kann ich sagen, okay, ja, den könnte man mit reinnehmen. Und hier, das Schöne, was hier noch zukommt, ist Kokosnuss. Also ihr habt Vanille, Kokosnuss. So, das ist erstmal, was ich wahrnehme auch. Diesen Duft macht die Kokosnuss anders noch. Das ist das Interessante. Und die beste Vanille, oder es geht ja auch darum, ich habe ja gefragt, oder es im Titel steht, ist es der beste Vanilleduft. Also es ist ein sehr
eigenständiger, vielleicht auch einzigartiger Vanilleduft, den ich so in meiner Sammlung fast mit 1000 Düften, oder ich kenne ja noch weit mehr Düfte, noch nie so gerochen habe. Und das macht ihn sehr interessant. Holzig ist er auch, es kommt was Holziges, Vanille, Kokosnuss, aber grundsätzlich Vanille. Ihr müsst aber eine ganz, sag ich mal, eine ganz weit ist Quatsch. Also, sag ich mal, 10 Minuten warten. Der ist nicht so wie in der Luft, ist auf der Haut. Ihr müsst 10 Viertelstunde warten und dann kommt diese Vanille, dieses Pudrige auch richtig auf der Haut zum Vorschein. Die beste Vanille oder der beste Vanilleduft, ich will das jetzt hier auch nicht unbedingt groß in Video zeigen. Also für mich ist es immer noch also Vanille, es ist ein anderer Vanilleduft, wie gesagt. Es ist ein pudriger Vanilleduft, was es so in meinen Augen nicht so wirklich gibt. Es ist kein Vanillepudding, es ist kein Vanille, was weiß ich. Es ist einfach ein richtig, ja, Puder, Zucker, Vanille. So müsst ihr euch diesen Duft vorstellen, mit Kokosnuss und leichter Holzigkeit. Vanille richtig so habe ich Shalimar. Das ist für mich, es ist so der King. Das ist so weit oben. Und zu den neuen Shalimar werde ich auch noch was sagen. Und das kommt auch noch was zu. Das ist was anderes. Es ist einfach was anderes. Weil es eben ein pudriger oder ein Puderduft ist, in Anführungsstrichen auch Puderduft, ist es anders und ist es einmalig in meinen Augen, also unique, und das macht ihn wirklich sehr, sehr gut. Ihr habt hier eine Haltbarkeit von, also der ist, also dass ich das von Haut zu Haut, muss ich ja jedes Mal erwähnen, anders. Ich denke mal, bei schlechter Haut hält der 8 Stunden. So, aber im Schnitt sind wir da wirklich bei 10 Stunden und aufwärts, ne? Mit einer richtig guten Sillage, ihr werdet wahrgenommen. Also das ist ein Vanilleduft, der im Raum steht. Und ja, vielen Dank nochmal, ne? Und an Matière Premier und so. Also, was soll ich sagen? Ich war von ersten Sprüher begeistert. So. Und Vanilledüfte ist so mein Fall. Und wie gesagt, es ist der neue Parfüms der Mali, ist ja auch rausgekommen. Aber ich finde, das geht in eine ganz andere Richtung. Ich möchte die auch nicht wirklich, grundsätzlich kann ich die nicht vergleichen. Das andere Parfüms der Mali, der Altair, ist einfach Orangenblüte, Vanille, Karamell, glaube ich, mich nicht ganz täusche. Also es geht schon in eine ganz andere Richtung. Man könnte sagen, also ich feiere den immer noch, ne? Also es ist nicht so, dass der Altair ist ein richtig geiler, ein geiles Release 2023 geworden. Aber kann ich nicht mit diesem Duft hier vergleichen. Und Vanilla Powder ist gut. Aber ich finde auch, ich kenne jetzt nicht alle Düfte, wird in Zukunft vielleicht passieren. Ich finde wirklich, Matière Premier macht, also die ich kenne, Falcon Leather ist richtig guter Duft, Crystal Saffron ist auch richtig gut, aber den brauche ich nicht unbedingt, weil er eben in die Baccarat Rouge Richtung geht, allerdings männlicher, ohne Zahnarztpraxis, irgendwie so. Aber da gibt es eben so viele Ableger, Electromus habe ich da auch und deswegen, aber die anderen würden mich auf jeden Fall noch mal interessieren und der Vanille Powder ist schon wieder 1A. Mehr kann ich da nicht sagen. Also wenn ihr Vanilledüfte mögt, wenn ihr ein Vanilleduft-Fan seid, dann werdet ihr diesen Duft mögen. Natürlich, gleich vorweg, wird es Ausnahmen geben, die sagen, nee, gefällt mir nicht. So, ist mir vielleicht zu synthetisch. Ich habe das schon gelesen, also ich finde ihn jetzt nicht extrem, wirklich nicht extrem synthetisch, nein, wie manche das geschrieben haben. Und leider kommt er auf einer gewissen Seite nicht so gut weg. Das ist schade. Vielleicht geben die denen nicht so viel Zeit. Also es ist auch ein Vanilleduft, dem man ein bisschen Zeit geben muss. Das ist zwar, man kann sich sofort verlieben, aber er ist anders. Er ist einfach, wie ich schon eingangs oder öfters jetzt im Video erwähnt habe, es ist ein anderer Vanilleduft. Aber es macht ihn wirklich, es macht ihn schon geil. Ja, sehr gern. Also wirklich. Vanilla Powder. Mehr muss ich, glaube ich, nicht dazu sagen. Ich möchte jetzt nicht sagen, also der Beste, er gehört mit zu den Besten. Er kommt ganz weit nach oben. Wie gesagt, ich habe ja schon gesagt, Shalimar ist für mich was anderes. Das ist einfach, der schwebt woanders. Der neue Iris Iris von Shalimar werde ich euch nochmal ans Herz legen, nochmal vorstellen. Es ist im Endeffekt ein Damenduft, aber ich finde, Shalimar tragen sehr viele Männer auch und ich
bin der Meinung, kann man auch als Mann tragen und man sollte so langsam mal vielleicht nur Unisex-Düfte, Mann, Frau, wer sieht hier da, ne? Ich will jetzt nicht das groß machen, aber das ist ja immer so eine Ansichtssache. Wenn man natürlich einen richtig stinkenden, starken, männlichen Ud-Duft hat, dann könnte man sagen, okay, das ist vielleicht ein Männerduft, aber selbst Frauen gibt es und wenn man in englischsprachigen Raum reinguckt, sieht man, dass auch Frauen Ud-Düfte mögen und deswegen ist es im Endeffekt egal, könnte fast jeder Duft Unisex sein. So, bevor ich abspreche, ich mich voll sabbel, geiler Duft, Matière Première Vanille Powder ist am Start, könnt ihr jetzt überall kaufen und wer Vanilledüfte mag, sollte zuschlagen. Also Leute, bis zum nächsten Mal.